Die Growbo-Box ist ein integriertes Grow-System, das auf den ersten Blick aussieht wie ein Möbelstück. Ich stelle euch heute die Growbo-Box vor und zeige euch die größten Vor- und Nachteile und unsere Erfahrungen mit der Box. Hi, ich bin Philipp von GrowGuru. Wir alle haben vor ein paar Jahren die ersten Clips von Sido gefeiert, die damals auf Facebook viral gegangen sind. Und als GrowShop war uns klar, hier bricht gerade eine neue Ära an. Und so ist es auch. Die neuen integrierten Grow-Systeme sind aus unserer Sicht die Zukunft des Homegrowings. Klassische Growing-Setups bestehen aus einer Box, Belichtung, meistens LEDs, einem Abluftsystem, also Lüfter, Filter, Schlauch und so weiter, einem Umluftventilator, einem Hygrometer, Töpfen oder einem Hydroponiksystem. Dazu kommt dann noch der passende Dünger. Alles wird in Einzelteilen gekauft und dabei kommt es dann auch noch darauf an, dass alle Komponenten zueinander stimmig sein müssen. Das ist für Einsteiger erstmal verwirrend und der Kauf geht auch nur dann gut, wenn du viel Zeit in die Einarbeitung investierst oder von Anfang an einfach eine richtig gute Beratung bekommst, wie zum Beispiel von einem Fachhändler wie GrowGuru. Wenn du dann deine Komponenten zu Hause hast, dann musst du alles einzeln aufbauen. Und dabei kommt zwangsläufig so ein gewisses Heimwerker-Feeling auf. Das ist nicht sehr benutzerfreundlich und auch nicht für jeden das Richtige. Für Leute, die kein Heimwerker sein wollen, aber trotzdem Indoor growen wollen, für die gibt es integrierte Grow-Systeme. Integrierte Grow-Systeme sind in der Regel fertig montierte Schränke, die wie Möbel aussehen. Die besten von diesen Systemen sind nahezu Plug-and-Play-fähig. Das heißt, auspacken, anschließen und los geht's. Die Idee ist auch, dass diese Systeme in der Wohnung stehen können. Zum Beispiel im Wohnzimmer und einen Wohnraum sogar optisch aufwerten können. Genau so ein System ist die Growbo-Box. Ich stelle dir die Box jetzt vor und zeige dir die Vorteile und auch die Nachteile, die wir sehen. Aber erstmal zu den Eigenschaften. Es gibt zwei Varianten, die Solid-Variante und die Premium-Variante. Der Unterschied zwischen den beiden ist nur die Tür und der Preis. Bei der Solid-Variante ist eine weiße Tür verbaut und bei der Premium-Variante ist in der Tür ein Glasfenster integriert, das sich via App in Milchglas verwandeln lässt und ansonsten so eine Art Lichteffekt bietet. Die Solid-Variante liegt preislich bei 2.260 €. Die Premium-Variante liegt bei 2.600 € inklusive Mehrwertsteuer. Und übrigens, wenn ihr euch für die Box interessiert, dann achtet auf die Mehrwertsteuer. Bei manchen Shops wird die Mehrwertsteuer erst am Schluss beim Bezahlen angezeigt. Die verbaute LED hat eine Leistung von 150 Watt, was für eine Pflanze erstmal sinnvoll klingt, sofern moderne LED-Chips verbaut sind. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus, obwohl Growbo keine genaueren Angaben zu den verbauten LED-Chips macht. Die Außenmaße betragen 137 cm x 43 x 43 cm und innen steht deiner Pflanze in der Höhe 81 cm zur Verfügung und eine Grundfläche von 33 x 33 cm. Jetzt will ich auf die größten Vorteile eingehen. Die Usability. Die Usability der Box ist wirklich gut. Und ich würde sie als Plug-and-Play-fähig bezeichnen. Der Aufbau geht wirklich sehr schnell. Die Optik ist sehr hochwertig und stylisch. Vor allem die Premium-Variante mit dem beleuchteten Fenster ist ein richtiger Hingucker und macht sich gut in jedem Wohnzimmer. Die Verarbeitung wirkt wirklich hochwertig, durchdacht und aufwendig. Das Gehäuse ist aus lackiertem Blech und zwei schweren Multiplex-Platten oben und unten, die auch noch so eine Holzoptik mitbringen. Die Status-LED ist ins Holz integriert und das ist auch nochmal so ein kleiner Hingucker. Es gibt keine Türklinke oder irgendwelche anderen optischen Abwertungen. Also meiner Meinung nach waren hier richtige Designer beteiligt und auch die Optik erinnert an den Wow-Effekt, den damals das iPhone 1 ausgelöst hat. Die Box arbeitet mit einem integrierten Hydroponiksystem. Das System arbeitet mit der DWC-Technik und das sehen wir als großen Vorteil. Die DWC-Technik halten wir für eine der besten Hydroponiktechniken. Wir haben mehrere Videos zum Thema Hydroponik und DWC auf unserem Kanal. Alle Growbo-Besitzer haben Zugang zu einem speziellen Kundenforum, um sich untereinander auszutauschen. Das ist wirklich nützlich, auch wenn die Diskussionen derzeit alle noch auf Englisch sind. Aber es wird sicherlich auch bald ein deutsches Forum entstehen. Ein weiterer großer Vorteil an der Growbo-Box ist die Marktreife, die die Box mittlerweile hat. Es ist zwar ein neues Produkt,
Aber hier entsteht ja auch eine ganz neue Produktkategorie. Es gibt kein anderes Produkt in dieser Kategorie, das derzeit mehr Marktreife hat. Denn auch wenn dieses Jahr noch die Leafbox auf den Markt kommt oder irgendein anderes System mit besseren Features als die Grobo-Box, dann hat die Grobo immer noch den Vorteil, dass Grobo schon seit 3 bis 4 Jahren auf dem Markt ist und dahinter auch eine funktionierende Firma entstanden ist, die wahrscheinlich auch nicht gleich wieder insolvent geht und euch bei Problemen helfen kann und auch mal eine Reklamation abwickeln kann. Um es kurz zu machen, die Grobobox ist das beste integrierte Grow-System, das es derzeit auf dem Markt gibt. Aber jetzt zu den Nachteilen. Was auf den ersten Blick auffällt, ist das Format. Die Box bietet nur für eine einzige, wirklich niedrige Pflanze Platz. Und das sind eigentlich 2 Nachteile. Die Tatsache, dass nur eine Pflanze möglich ist, ist eine große Einschränkung. Und die Tatsache, dass die eine Pflanze so wenig Platz hat, ist die zweite. Der wenige Platz mindert den Ertrag, schränkt den Grower ein bei der Auswahl an Genetiken und kann auch einfach zu Platzproblemen am Ende des Pflanzenlebenszyklus führen. Der nächste Nachteil ist der Preis. 2.200 € bzw. 2.600 € sind wirklich viel Geld. Egal wie man es sieht, es ist viel Geld für eine Pflanze. Es ist viel Geld für ein Möbelstück. Man kann mit 2.200 € wirklich schöne Sachen bei Grow Guru kaufen. Ob die Box aber teuer ist, kann ich nicht sagen. Es steckt auf jeden Fall sehr viel Technik drin, auf engem Raum, und alles wurde speziell entwickelt und es kostet einfach extrem viel Geld. Andererseits will Grobo für einen Kokostopf stolze 3,99 € und für 250 Milliliter Dünger stolze 13,45 €. Wenn die ganze Box so bepreist ist wie das Zubehör, dann erklärt es auch den Preis. Der nächste Nachteil: WLAN und App sind zwingend notwendig. Ohne beides kann man mit der Box nichts anfangen. Man ist also damit auch zu 100% davon abhängig, dass zum Beispiel die App funktioniert. Wir haben nur die Android-App getestet und fanden die Bedienung mit der App, sagen wir mal, hakelig. Tür öffnen, Licht an oder aus, beides funktioniert eher sporadisch. Man muss wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Unser nächster Kritikpunkt ist der Luftfilter. Also, das hier ist jetzt der Luftfilter. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, echt jetzt? Okay, also der Carbonfilter wiegt insgesamt 57 Gramm. Diese 57 Gramm filtern jetzt also 3 Monate lang meine Abluft und verhindern 100% der Gerüche. Also nennt mich meinetwegen Oldschool, aber der billigste Carbonfilter, den wir normalerweise verkaufen, von dem wir eigentlich auch eher abraten, weil er so klein ist, wiegt 2,8 Kilo. Darin verbaut sind ca. 1,5 Kilo Aktivkohle und die Standzeit ist auf 6 Monate ausgelegt. Der Hersteller gibt selbst an, also Grobo, dass die Grobo-Box nicht 100% der Gerüche filtert. Der größte Nachteil für mich persönlich ist aber die Lautstärke. Verbaut ist ein sehr kleiner Lüfter, der scheinbar nicht vom Gehäuse entkoppelt wurde. Das gesamte Metallgehäuse fungiert somit als Resonanzkörper. Ich finde die Grobo-Box persönlich zu laut für den Betrieb in der Wohnung. Sie verbreitet nicht nur ein wahrnehmbares Geräusch, sondern einfach ein richtiges permanentes Brummen. Das wäre mir persönlich zu laut fürs Wohnzimmer und auch fürs Arbeitszimmer. Und auf jeden Fall ist sie zu laut fürs Schlafzimmer. Für den Keller ist sie wiederum zu schön und zu teuer. Durch die Lautstärke, die blinkende Status-LED und dann auch noch das bunte Fenster ist die Grobo-Box auch kein diskretes Möbel, das man für irgendeinen Schrank hält. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein wirklicher Hingucker. Und ob man das möchte oder nicht, ob das ein Nachteil ist, das liegt natürlich an dir. Welche Alternativen gibt es? Natürlich können wir dir ein klassisches Growbox-Set zusammenstellen. Das muss ja auch nicht immer die 0815-Box sein, also außen schwarz und innen silbern. Es gibt mittlerweile auch optisch viel schönere Growboxen, wie zum Beispiel die cremefarbenen Boxen von Hydroca. Selbst für das halbe Budget von einer Grobo-Box können wir dir ein wirklich schönes High-End-Komplettset zusammenstellen. Und da passt auch mehr rein als nur eine Pflanze. Wir beobachten im Bereich der integrierten Systeme viele neue Produkte. Und in Kürze bieten wir bei Grow Guru auch zum Beispiel die Flow Grow Box an. Die erinnert mehr an ein diskretes Möbel, hat weniger Hightech und kann als Mittelweg zwischen einem klassischen Komplettset und so einer Hightech-Box wie der Grobo gesehen werden.
Ein paar Notizen am Rande. Nahezu alle anderen Hersteller von integrierten Grow-Systemen sind mittlerweile mit ihren Produkten gescheitert oder sagen wir mal kämpfen mit Problemen. Es gibt sehr viele Anbieter in diesem Bereich. Sido ist der bekannteste und hat eine riesige Marketingkampagne in 2016 gelauncht, hatte zuletzt Snoop Dogg als Investor gewonnen und hat kurz danach Insolvenz angemeldet. Phototron ist 1980 zuerst erschienen und war damals seiner Zeit meilenweit voraus. Phototron hat nie den Massenmarkt erreicht und ist immer mal wieder komplett verschwunden und vermutlich insolvent seit 2016. Das Startup Leaf ist 2015 an den Markt gegangen und hat in 2016 angefangen, Pre-Orders aufzunehmen und zwischenzeitlich mehrere Millionen US-Dollar Finanzierungsrunden hinter sich und verschiebt den Produktstart weiterhin. Aber jetzt wieder zurück zur Growbo. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir eine Growbo-Box anzuschaffen, dann haben wir 3 Tipps für dich. Erstens, leg dir eine kleine Umkehrosmoseanlage zu. Die gibt es mittlerweile schon für unter 100 Euro. Damit kannst du den Ertrag steigern und hast einfach länger Freude an deiner schicken Box. Zweitens, achte darauf, die Box von Beginn an sauber auszurichten, damit sie gerade steht. Wie bei jedem anderen Möbel brauchst du dafür eine Wasserwaage. Und vor allem, wenn du zu Hause einen unebenen Boden hast. Drittens, heb den Karton der Growbo-Box auf nach dem Kauf. Du brauchst den Karton, falls du die Box mal reparieren lassen willst oder vielleicht, weil du einfach nur umziehen willst. Mein Fazit. Die Growbo-Box an sich ist ein wirklich sehr gutes Produkt. Genau wie das iPhone 1 zu seiner Zeit ein Hammer-Gadget für Early Adopter war. Aber es hat auch noch wenigstens 3 Generationen gedauert, bis das iPhone zum Maß aller Dinge wurde. Und so ähnlich wirkt die Growbo-Box im Moment auf uns. Für uns sind integrierte Grow-Systeme die Zukunft. Und wir freuen uns wirklich auf die ganzen Innovationen, die es in dem Bereich in den kommenden Jahren noch geben wird. Die Growbo-Box ist ein erster großer Schritt in die Richtung und wirklich das beste integrierte Grow-System, das es derzeit auf dem Markt gibt. Das heißt, wenn ihr in 2021 so ein System kaufen wollt, dann würde ich die Growbo empfehlen. Was meint ihr zur Growbo-Box? Würdet ihr euch so eine Box kaufen? Schreibt es in die Kommentare, wir sind wirklich gespannt auf eure Meinung. Und wenn ihr in Zukunft weiterhin über neue Produkte aus dem Grow-Bereich informiert werden wollt, dann lasst uns ein Abo da und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine Mail. Bis dann, ciao!